Warum Geldsysteme kollabieren und warum die meisten es nicht tun. Die meisten Menschen glauben, dass Währungen kollabieren, weil Regierungen zu viel Geld drucken. Sie liegen meistens falsch. Die Geschichte, die uns erzählt wird, ist einfach. Eine unverantwortliche Regierung drückt den Knopf der Druckerpresse. Unmengen an Geld werden in das System gepumpt. Die Preise steigen. Panik breitet sich aus. Die Währung stirbt. Das ist ein klares, mechanisches, ja fast schon beruhigendes Szenario. Es flüstert uns zu, dass der Zusammenbruch nur ein simples Rechenproblem sei, eine Jagd von zu vielen Nullen nach zu wenigen Gütern. Doch die Geschichte ist nicht die Erzählung von amok laufenden Druckerpressen. Sie ist die Geschichte vom Kontrollverlust der Autoritäten. Die Geschichte von Regierungen, die keine Steuern mehr eintreiben können, keine Kredite mehr aufnehmen können und ihre eigenen Bürger nicht mehr davon überzeugen können, dass das morgen genauso funktionieren wird wie das heute. Symptome und die wahren Ursachen. Die meisten Menschen glauben, dass Währungen aus 4 Gründen kollabieren: Geldgier, Drucken, Krieg, Korruption und Panik. Fairerweise muss man sagen, dass diese Elemente im Prozess meistens eine Rolle spielen. Die Druckerpressen laufen, Kriege zehren die Staatskassen auf, Korruption höhlt Institutionen aus und Panik breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Aber das sind nur die Symptome an der Oberfläche. Sie sind nicht das Feuer, sondern der Rauch. Insbesondere das Gelddrucken wird fast für jedes Übel verantwortlich gemacht. Es ist sichtbar, messbar und vermittelt das Gefühl von Leichtsinn. Doch das Drucken von Geld ist meistens nur die Reaktion auf ein tiefer liegendes Problem. Regierungen drucken Geld, wenn sie nicht mehr genügend Steuern eintreiben können, wenn sie keine Kredite zu angemessenen Kosten aufnehmen können und wenn ihr politisches System die Kosten eines wirtschaftlichen Ausgleichs nicht mehr tragen kann. Die Druckerpresse ist selten die Ursache des Zusammenbruchs. Sie ist meistens das letzte verbleibende Werkzeug. Um zu verstehen, wie Geldsysteme tatsächlich brechen, müssen wir unseren Blick von der Geldmenge auf die fiskalische Kapazität richten, von der Zentralbank auf den Staat selbst. Denn Geld besteht nicht nur aus Papier oder digitalen Zahlen. Geld ist ein Anspruch auf zukünftige Besteuerung. Es ist das Versprechen, dass das dahinterstehende politische System morgen Ressourcen generieren kann. Und dieses Versprechen basiert auf Vertrauen. Geldsysteme funktionieren nicht mit Tinte, sondern mit Vertrauen. Mit dem Vertrauen darauf, dass Steuern eingetrieben, Gesetze durchgesetzt, Schulden beglichen werden und das politische Zentrum stabil bleibt. Wenn dieses Vertrauen Risse bekommt, wird das Geld fragil. Wenn das Vertrauen schwindet, beschleunigt sich der Zusammenbruch. Muster aus der Geschichte 1. Das Spanien des 16. Jahrhunderts. Strukturelle Schwäche im Überfluss. Nach der Eroberung Amerikas floss eine immense Menge Silber nach Europa. Zwischen 1500 und 1650 transportierten spanische Galeeren tonnenweise Edelmetalle aus Minen wie Potosí im heutigen Bolivien. Das Ergebnis war eine anhaltende Inflation in ganz Europa, die Historiker als Preisrevolution bezeichnen. Oberflächlich betrachtet sah es nach einem klassischen Fall von zu viel Geld aus. Silber überschwemmte die Wirtschaft. Die Preise stiegen und monetäre Instabilität folgte. Sehr einfach, oder? Doch Spaniens tiefer liegendes Problem war nicht der Silberüberfluss, sondern seine Struktur. Statt ein breit fundiertes heimisches Steuersystem aufzubauen, verließ sich die spanische Krone weitgehend auf die koloniale Ausbeutung. Der Reichtum floss aus den Kolonien, aber die heimische Produktivität blieb schwach. Der Staat verschuldete sich aggressiv, indem er zukünftige Silberlieferungen als Sicherheit anbot, um Kriege in ganz Europa zu finanzieren. Als die Lieferungen nachließen oder blockiert wurden, brachen die Staatseinnahmen ein. Das Königreich erklärte 1557, 1575 und 1596 wiederholt den Staatsbankrott. Es war nicht das Silber, das Spanien ruinierte, sondern die strukturelle fiskalische Schwäche. Eine Wirtschaft ohne robustes heimisches Fundament, die von externen Zuflüssen abhängig ist, kann keine langfristige Glaubwürdigkeit aufrechterhalten. Die Geldmenge hatte sich ausgeweitet, ja, aber der eigentliche Bruch lag darin, dass der Staat Ausgaben, Steuern und militärische Ambitionen nicht nachhaltig ausbalancieren konnte. Zweitens Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg. Ein System, das sich biegt, aber nicht bricht. Im Jahr 1914 trat Großbritannien als das Finanzzentrum der Welt in den Krieg ein. Bis 1918 war es jedoch mit einer schweren Schuldenlast konfrontiert. Die Kriegsausgaben waren explodiert, die Goldreserven erschöpft, die Inflation gestiegen und das Pfund hatte an Wert verloren. Die britische Regierung stand vor einer Wahl.
Entweder passte sie sich der neuen Realität an, oder sie versuchte, die alte Ordnung wiederherzustellen. Im Jahr 1925 kehrte Großbritannien unter dem damaligen Schatzkanzler Winston Churchill zum Vorkriegskurs des Goldstandards zurück, was das Pfund massiv überbewertete. Diese Entscheidung erzwang eine Deflation. Die Löhne sanken, die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe und industrielle Unruhen verschärften sich. 1931 war Großbritannien gezwungen, den Goldstandard endgültig aufzugeben. Von außen betrachtet sah dies wie das Versagen des Systems aus. Die Schulden waren hoch, das Wachstum schwach und die monetäre Starrheit hatte wirtschaftliches Elend verursacht. Dennoch kollabierte das britische Geldsystem nicht. Warum? Weil der politische Zusammenhalt und die Integrität intakt blieben. Das Steuersystem funktionierte, die Institutionen behielten ihre Legitimität, die Regierung konnte sich weiterhin in ihrer eigenen Währung verschulden, das Parlament war handlungsfähig und die Bank of England wahrte ihre Autorität. Großbritannien bog sich unter dem Druck, aber es brach nicht. Diese Unterscheidung ist von fundamentaler Bedeutung. Drittens. Die Weimarer Republik. Das Ergebnis politischer Auflösung. Der klassische Lehrbuchfall, den jeder anführt, wenn er vor Inflation warnen will, die Weimarer Republik. Nach dem Ersten Weltkrieg sah sich Deutschland im Rahmen des Versailler Vertrages mit immensen Reparationsforderungen konfrontiert. Politische Gewalt flammte auf und die junge Republik kämpfte um Legitimität. Als Deutschland 1923 mit den Reparationslieferungen in Verzug geriet, besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet, das industrielle Herz des Landes. Die deutsche Regierung reagierte mit passivem Widerstand und zahlte den Arbeitern Streikgelder, damit sie nicht mit den Besatzern kooperierten. Die Industrieproduktion brach ein, die Steuereinnahmen kollabierten und das Haushaltsdefizit des Staates explodierte. Also druckte die Regierung Geld. Ende 1923 erreichte die Hyperinflation katastrophale Ausmaße. Die Preise verdoppelten sich innerhalb von Tagen, Arbeiter wurden zweimal täglich bezahlt und Ersparnisse lösten sich in Luft auf. Die Bilder von Schubkarren voller Banknoten wurden zum Symbol monetären Wahnsinns. Was die meisten Menschen jedoch übersehen, ist Folgendes: Die Hyperinflation war nicht der Anfang der Weimarer Krise, sondern der Höhepunkt eines politischen und fiskalischen Kollapses. Deutschlands Produktionsbasis war teilweise besetzt, seine Regierung politisch zersplittert und das Land war mit Fremdwährungsverbindlichkeiten konfrontiert, die es realistisch nicht bedienen konnte. Es konnte weder genügend Steuern eintreiben noch zu nachhaltigen Konditionen im Ausland Kredite aufnehmen. Lange bevor die Preise in eine Spirale gerieten, war das Vertrauen bereits erodiert. Die Druckerpresse war der sichtbare Teil, aber der entscheidende Faktor war der Bruch in der Autorität. Die Hyperinflation führte nicht zum Vertrauensverlust. Der Vertrauensverlust machte die Hyperinflation unumgänglich. Genau das ist das Muster. Viertens. Argentinien Ende des 20. Jahrhunderts. Diskrepanz zwischen externen Verpflichtungen und innerer Legitimität. Um nach Jahren der Inflation wieder Stabilität herzustellen, führte Argentinien 1991 den Konvertibilitätsplan ein, der den Peso im Verhältnis 1:1 fest an den US-Dollar koppelte. Eine Zeit lang funktionierte das. Die Inflation sank, das Vertrauen kehrte zurück und Kapital floss ins Land. Doch diese Verankerung erforderte Disziplin. Die Regierung häufte Schulden an, die zu einem großen Teil auf Fremdwährung lauteten. Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, die Steuereinnahmen blieben unzureichend. Externe Schocks wie die Abwertung des brasilianischen Real im Jahr 1999 schadeten der Wettbewerbsfähigkeit. Investoren begannen zu zweifeln, ob Argentinien diese Bindung aufrechterhalten könne. Im Jahr 2001 brach das System zusammen. Die Regierung wurde bei Schulden von rund 100 Milliarden Dollar zahlungsunfähig. Durch den sogenannten Corralito wurden Bargeldabhebungen von Bankkonten drastisch limitiert. Proteste brachen aus, politische Führer wechselten in rasantem Tempo und die Dollarkopplung brach zusammen. Auch hier war das Problem nicht bloß das Drucken von Geld, es war die Diskrepanz zwischen externen Verpflichtungen und innerer Legitimität. Argentinien hatte Verbindlichkeiten in Dollar, aber seine Einnahmen waren in Peso. Als das Vertrauen schwand, floh das Kapital. Das Vertrauen kollabierte noch vor der Währung. Geld ist ein politisches Instrument. Über Jahrhunderte und Kontinente hinweg bleibt das Muster dasselbe. Geldsysteme brechen, wenn die politische Autorität, die fiskalische Kapazität und die Glaubwürdigkeit auseinanderdriften.
Wenn Regierungen nicht mehr verlässlich Einnahmen generieren können, wenn externe Verpflichtungen die innere Stärke überschatten und wenn die Bürger nicht mehr daran glauben, dass der Staat die Spielregeln durchsetzen kann, der Zusammenbruch der Preise ist laut, aber der Zusammenbruch des Vertrauens geschieht leise und vor allem anderen. Währungen sind nicht nur wirtschaftliche Werkzeuge, sie sind politische Instrumente. Sie repräsentieren eine Beziehung zwischen dem Staat und seinem Volk, eine implizite Vereinbarung, dass Steuern eingetrieben, Verträge durchgesetzt, Schulden bezahlt und die Ordnung aufrechterhalten wird. Wenn diese Beziehung beschädigt ist, wird das Geld instabil. Deshalb ist die ausschließliche Fokussierung auf das Gelddrucken intellektuell oberflächlich. Zentralbanken können ihre Bilanzen aus vielen Gründen ausweiten. Krisenmanagement, Kriegsfinanzierung oder als Reaktion auf eine Rezession. Wenn die grundlegende politische Struktur ihre Glaubwürdigkeit bewahrt, kann das Drucken von Geld mit Stabilität koexistieren. Japan hat seit Jahren einen Schuldenstand von über 250% seines BIP. Seine Zentralbank hat gigantische Vermögenswerte aufgekauft. Dennoch hat der Yen keinen Kollaps à la Weimar erlebt. Warum? Weil Japan eine hohe heimische Sparquote, institutionelle Kontinuität und sozialen Zusammenhalt besitzt. Die Steuerbasis funktioniert. Das politische System behält trotz seiner Makel seine Legitimität. Der Großteil der Schulden wird durch heimische Dynamiken gehalten. Das bedeutet, die Struktur steht fest. Dass eine Zentralbank die Hälfte des Staatsanleihenmarktes aufkaufen muss, mag nicht nach einem stabilen System klingen. Aber Stabilität hat nichts mit dem äußeren Schein zu tun, sondern mit Integrität. Ein monetärer Kollaps ist selten, nicht weil Regierungen disziplinierte Engel sind, sondern weil die meisten Staaten wissen, dass Überleben Anpassung erfordert. Sie erzeugen schrittweise Inflation, restrukturieren Schulden, führen Kapitalkontrollen ein, verhandeln und ändern ihre politischen Regime. Sie entscheiden sich eher dafür, die Regeln zu dehnen, als das System zu zertrümmern. Ein Zusammenbruch ist ein Versagen, während Inflation eine Verhandlung ist. Die 4 strukturellen Bedingungen, unter denen Systeme wirklich brechen. Dies führt uns zu jener unsichtbaren Erosion unterhalb der oberflächlichen Preissteigerungen, durch die Geldsysteme tatsächlich scheitern. Währungen scheitern, wenn die Steuerbasis erodiert. Wenn die Produktionskapazität schrumpft oder aus dem Land flieht und sich die wirtschaftlichen Aktivitäten außerhalb der Reichweite des Staates bewegen. Wenn eine Regierung von ihren Bürgern keine Einnahmen mehr generieren kann, kann sie ihre Verpflichtungen nicht aufrechterhalten. Der politische Zusammenhalt zerbricht, wenn politische Fraktionen Kompromisse verweigern und die Bürger keine gemeinsamen Opfer mehr akzeptieren. Monetäre Stabilität erfordert einen kollektiven Glauben an eine gemeinsame Zukunft. Ohne diesen Glauben bricht die Koordination zusammen. Externe Verpflichtungen die innere Legitimität übersteigen. Schulden in Fremdwährungen sind besonders gefährlich. Wenn ein Staat in einer Währung verschuldet ist, die er nicht selbst drucken kann, wird er von externem Vertrauen abhängig. Sobald dieses Vertrauen erschüttert wird, wächst die Fragilität exponentiell. Die Glaubwürdigkeit verdampft. Wenn die Menschen erwarten, dass das Morgen schlechter sein wird als das Heute und entsprechend handeln. Der Kollaps des Vertrauens geht dem Kollaps der Preise voraus. Der Moment, in dem Bürger die heimische Währung überstürzt in Waren, Gold oder ausländische Vermögenswerte umtauschen, startet die Spirale. Geld ist nicht wertvoll, weil es gedruckt wird. Es ist wertvoll, weil ihm vertraut wird, und Vertrauen ist politisch. Wenn Geldsysteme scheitern, sobald die politische Autorität und die fiskalische Kapazität brechen, dann sollte die Frage nicht lauten, drucken Regierungen zu viel Geld, sondern können Regierungen immer noch Steuern eintreiben, sich koordinieren und ihre Legitimität bewahren. Ein Blick auf die moderne Welt. Seit der globalen Finanzkrise von 2008 sind die Staatsschulden in den entwickelten Volkswirtschaften kontinuierlich gestiegen. Nach 2020 kam es zu einer regelrechten Explosion. Während der Pandemie wurden Billionen geschaffen, um Märkte zu stabilisieren, Konjunkturpakete zu finanzieren und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern. Die Bilanzen der Zentralbanken weiteten sich in einer Geschwindigkeit aus, die noch eine Generation zuvor unvorstellbar gewesen wäre. Die Inflation erreichte 2021 und 2022 die höchsten Stände seit Jahrzehnten. Von außen betrachtet sah es aus wie die Eröffnungsszene jeder Währungskollapsgeschichte, die jemals erzählt wurde. Und dennoch blieb eine systemische Währungstodesspirale aus. Der US-Dollar ging nicht unter, der Euro verdampfte nicht, Japan brach nicht zusammen. Die Anleihemärkte gerieten unter Stress,
Währungen schwankten, aber das System hielt stand. Warum? Weil das Drucken von Geld allein nicht über das Überleben entscheidet, die Struktur tut es. Die Vereinigten Staaten verfügen trotz all ihrer politischen Polarisierung über eine der größten und produktivsten Steuerbasen der Welt. Sie verschulden sich überwiegend in ihrer eigenen Währung. Der US-Anleihemarkt ist nach wie vor der tiefste und liquideste Markt des Planeten. Der globale Handel wird immer noch zum Großteil in Dollar abgewickelt. Ihre Institutionen sind zwar heftiger Kritik ausgesetzt, bleiben aber funktionstüchtig. Das bedeutet nicht, dass die USA immun gegen Inflation sind oder keine finanziellen Fehlentscheidungen treffen können. Aber es bedeutet, dass die tragenden Säulen wie Besteuerungskapazität, heimische Schuldenmärkte, Durchsetzungsmacht und institutionelle Kontinuität robust bleiben. Das Muster ist klar. Ein Kollaps erfordert das gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer systemischer Fehler. Das ist der Grund, warum entwickelte Volkswirtschaften einen totalen monetären Kollaps extrem selten erleben. Stattdessen erfahren sie etwas anderes: Inflation, langsame Erosion, Umschuldung und finanzielle Repression. Inflation ist schmerzhaft, aber innerhalb funktionierender politischer Systeme ein handhabbarer Zustand. Sie verteilt Vermögen neu, reduziert im Stillen den realen Wert von Schulden, belastet Sparer, belohnt Schuldner und verschiebt Kaufkraft. Aber sie vernichtet eine Währung nicht zwangsläufig. Inflation ist oft der politische Kompromiss, der entsteht, wenn Sparmaßnahmen unmöglich und ein offener Zahlungsausfall inakzeptabel sind. Sie ist die Art und Weise, wie das System Stress absorbiert. Fazit: von der Angst zur Klarheit. Diese Unterscheidung ist für die finanzielle Bildung von enormer Bedeutung. Denn wenn man jeden Inflationsschub als unweigerlichen Kollaps interpretiert, lenkt man sein Kapital in die falsche Richtung. Man trifft Entscheidungen basierend auf Angst statt auf strukturellen Realitäten. Und Angst ist teuer. Stellen wir nun die schwierigere Frage: Was braucht es wirklich, damit ein entwickeltes großes Geldsystem bricht? Es braucht eine gravierende Erosion der Steuerbasis, nicht nur langsames Wachstum, sondern eine weit verbreitete Unfähigkeit oder Weigerung, Steuern zu zahlen. Es braucht eine so tiefe politische Zersplitterung, die eine fiskalische Koordination unmöglich macht. Es braucht höchstwahrscheinlich eine massive, nicht mehr bedienbare Fremdwährungsverbindlichkeit. Und es braucht einen sichtbaren Zusammenbruch der institutionellen Glaubwürdigkeit. Gerichte werden ignoriert, Verträge nicht durchgesetzt, Gesetze willkürlich angewendet. Wie dir sicherlich auffällt, fehlt etwas auf dieser Liste: die Größe der Zentralbankbilanz. Bilanzen können wachsen und schrumpfen, Zinssätze können steigen und fallen. Das Verhältnis von Schulden zum BIP kann über Jahrzehnte steigen, solange Wachstum, Besteuerung und Glaubwürdigkeit Schritt halten. Eine Währung ist keine Ware, sie ist eine Vereinbarung. In dem Moment, in dem sich diese Vereinbarung auflöst, beschleunigt sich der Zusammenbruch. Bis dahin können selbst höchst unvollkommene Systeme fortbestehen. Das bedeutet nicht, dass das Risiko eingebildet ist. Es bedeutet, dass das Risiko strukturell ist und im Stillen wächst. In den großen Volkswirtschaften nimmt die politische Polarisierung zu, das Vertrauen in Institutionen sinkt, demografische Veränderungen setzen Rentensysteme unter Druck, geopolitische Fragmentierung fordert den Welthandel heraus und die Staatsschuldenlasten sind historisch hoch. Das sind reale Belastungen. Aber Belastung bedeutet nicht gleich Zusammenbruch. Der Unterschied zwischen Anspannung und Kollaps liegt in der Anpassungsfähigkeit der Institutionen. Können Regierungen ihre Steuersysteme reformieren? Können sie Schulden restrukturieren, ohne eine Panik auszulösen? Können sie die Rechtsstaatlichkeit wahren? Können sie bei Bedarf eine Koordination zwischen politischen Fraktionen herbeiführen? Die Geschichte zeigt, dass die meisten Systeme die Anpassung dem Untergang vorziehen. Sie erzeugen eine moderate Inflation, sie verhandeln, sie wechseln die Führung aus, sie überarbeiten Fiskalregeln und transformieren geldpolitische Rahmenbedingungen. Sie dehnen das Gewebe, anstatt es zu zerreißen. Ein Zusammenbruch ist selten, weil die Eliten wissen, was sie ein Zusammenbruch kosten würde. Politische Entscheidungsträger mögen nicht immer rational handeln, aber sie haben keine Absicht zum Selbstmord. Der Selbsterhaltungstrieb ist ein mächtiger Stabilisator. Hier verschiebt sich die Debatte von der Angst zur Klarheit. Wenn Menschen sagen, sie drucken Geld, das ist das Ende des Weges, konzentrieren sie sich auf das Instrument, nicht auf das Fundament.
Die eigentliche Frage lautet, kann der politische Kern immer noch Gehorsam einfordern und Einnahmen generieren? Setzen Gerichte weiterhin Verträge durch? Lauten die Schulden auf die heimische Währung? Und agieren die Bürger trotz all ihrer Frustration immer noch innerhalb desselben institutionellen Rahmens? Eine Währung, die von einem funktionierenden Staat gestützt wird, kann gigantische Ungleichgewichte überstehen. Eine Währung hingegen, die von einem zersplitterten Staat gestützt wird, hält nicht einmal leichten Ungleichgewichten stand. Das ist die ungemütliche Wahrheit. Geld und Macht sind untrennbar miteinander verbunden. Die Stärke eines Geldsystems spiegelt die Stärke der dahinterstehenden politischen Ordnung wider. Wenn die Kreditexpansion schneller ist als die Produktionskapazität, entstehen Wirtschaftskonstrukte wie Blasen. Wenn Fehlanreize Risiken verzerren, werden finanzielle Fehlentscheidungen getroffen. Wenn die Fiskal- und Geldpolitik nachhaltige Grenzen überschreitet, entsteht Inflation. Ein totaler monetärer Kollaps erfordert jedoch eine politische Auflösung. Und genau deshalb brechen die meisten Systeme nicht. Sie mögen schwächer werden, Inflation erleben, ihre Kaufkraft mag erodieren, Sparer mögen Schaden nehmen und Vermögenspreise sich verzerren. Aber jener totale Zusammenbruch, der eine Währung komplett auslöscht, erfordert ein Niveau an institutionellem Versagen, das entwickelte Volkswirtschaften selten tolerieren. Dieses Verständnis verändert deine Risikowahrnehmung. Es lenkt deinen Fokus weg von den Schlagzeilen hin zu den Strukturen, weg von den Erklärungen der Zentralbanken hin zur Steuerkapazität, weg vom Lärm hin zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn du dein Geld schützen und echtes Vermögen aufbauen willst, beobachtest du nicht nur die Inflationsraten, sondern die politische Stabilität. Du blickst auf die Schuldenstruktur. Du beobachtest, ob Institutionen unter Stress weiterhin funktionieren. Du verfolgst aufmerksam, ob Reformen möglich sind oder ob eine Lähmung dominiert. Finanzielle Freiheit bedeutet nicht, die Apokalypse vorherzusagen. Sie bedeutet, Systeme so tiefgreifend zu verstehen, dass man nicht auf oberflächliche Narrative reagiert. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie hinterlässt Fingerabdrücke. Und diese Fingerabdrücke sind struktureller Natur. Geldsysteme brechen nicht, wenn eine Bilanz expandiert, eine Schlagzeile laut aufschreit oder die Inflation für ein Jahr ansteigt. Sie brechen, wenn das Vertrauen verdampft, die fiskalische Autorität kollabiert, externe Verpflichtungen die innere Stärke erdrücken und die politische Integrität zerbricht. Die Geschichte bestraft nicht die Druckerpressen, sie bestraft zerrüttete Staaten. Und solange Staaten Steuern eintreiben, sich koordinieren und ihre Legitimität bewahren können, neigen Währungen dazu zu überleben, egal wie stark sie gedehnt werden. Das bedeutet nicht, dass Ignoranz klug ist. Es bedeutet, dass Präzision und der richtige Fokus notwendig sind. Wenn du das nächste Mal jemanden sagen hörst, sie drucken Geld, das ist das Ende, stelle eine bessere Frage. Ist der politische Kern wirklich gebrochen? Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.